Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch meine Reise durch den Iran. Der Iran ist nicht einfach nur ein tolles Land zum Reisen, sondern auch die Gastfreundschaft ist einfach phänomenal. Die Einreise durch die Türkei war problemlos. Man muss nur halt auf den Wechselkurs aufpassen. Und zwar ist der 1 Euro gleich 150.000 Rial, nicht 50.000, wie das im Internet steht. Außerdem rechnen die Leute in Toman. Das ist eigentlich wie der Real, halt nur 0 weniger. Ja, ist total verwirrend. Der Fehler mit dem falschen Wechselkurs habe ich nämlich gemacht und ich habe an der Grenze ziemlich viel Geld verloren und ich habe aber ein paar coole Leute im Rand kennengelernt, die mir geholfen haben, fast mein ganzes Geld wieder zu bekommen. Aber da habe ich richtig Glück gehabt. So sehr ich den Iran auch preise, ich würde hier nicht leben wollen, denn fast alles, was mit Spaß zu tun hat, ist hier wirklich verboten. So, bevor ich aber noch weiter quatsche, Film ab! Im Iran angekommen habe ich auch die ersten Fahrradreisen endlich getroffen. Irina und Erik, beide gebürtig aus Neuss. Wie klein ist bitte schön die Welt? Wir fahren 5 Tage zusammen, tauschen Erfahrungen aus und ich freue mich richtig, mal nicht allein unterwegs zu sein. Wir hatten auch ein paar echt interessante Plätze zum Campen gefunden und wurden auch oft von den Iranern eingeladen, zu Hause zu essen. Wir fahren auf dem Kreisverkehr. So, was haben wir hier vor? Wir waldcampen jetzt hier. Gute Nacht. An einem Kreisverkehr haben sich unsere Wege getrennt. Ich bin weiter nach Teheran und die beiden sind weiter nach Isfahan runtergefahren. In Teheran wollte ich eigentlich nur mein Visum verlängern, aber die haben erstmal für 5 Tage meinen Reisepass behalten. Aber dafür hatte ich dann erstmal Zeit, die Gegend zu erkunden, ein paar Sachen zu erledigen. Anstatt 30 Tage habe ich nur 21 Tage Verlängerung bekommen. Das hat mich schon echt geärgert und ich musste jetzt wirklich überlegen, wie ich meine Reise weiter plane, denn ich will ja eigentlich im Iran noch so viel sehen. Ich schicke also noch schnell meinen Winterschlafsack nach Hause, gehe zur turkmenischen Botschaft und beantrage mein Transitvisa. Das kostet erstmal $10, war aber alles ganz einfach auszufüllen. Und habe gesagt, dass ich das in Mashhad entgegennehmen möchte und bin erstmal aus Teheran rausgefahren, um mir erstmal in Ruhe Gedanken zu machen. Dann kam die Lösung. Eva und Janis haben sich gemeldet und wir treffen uns wirklich hinter Teheran in Qom und die beiden schlagen vor, mich einfach ein Stück mitzunehmen. Echt die Rettung. Genau wie mit Irina und Erik habe ich mit Eva und Janis eine richtig coole Zeit und wir haben so viel gesehen. Wilde Kamele, haben uns vor Skorpionen erschrocken. Hammer. Dann ging es weiter nach Isfahan. Hier haben wir den zweitgrößten Platz der Welt gesehen. Und am Abend haben wir die schönen beleuchteten Brücken uns angeschaut. Hier haben die Einheimischen auch coole Lieder unter der Brücke gesungen.
Dann ging es weiter zur Wüstenstadt Yazd und man hatte immer mehr und mehr das Gefühl, in einer Welt von Tausend einer Nacht zu sein. In Yazd, so sagt man sich, treffen sich auch alle Reisenden wieder. Genau wie bei mir. Hier war dann auch Irina, Erik, Eva und Jannis und ich gemeinsam beim Essen. Dann ging es für mich alleine weiter in Richtung Wüste und ich konnte das erste Mal so richtig schöne Sternenhimmel beobachten. Ja, und so sieht meine morgendliche Routine aus, wenn ich mein Zelt abbaue. Bei dem Abbauen von dem Zelt muss ich auch immer vorsichtig sein, denn ich hatte schon Skorpione, Spinnen und Tausendfüßler darunter gehabt. Und da können einige auch sehr giftig sein. Einen Tag bevor ich die Oase Gamay erreiche, bin ich in einen Sandsturm geraten. Der hielt 2 Stunden lang an. Ich hatte den ganzen Mund trotz Schlauchschall voller Sand, die Augen brannten, der Sand war wie Nadeln auf der Haut und ich habe schlecht Luft bekommen. Erst als es dunkel war, habe ich mit meiner Stirnlampe ein verlassenes Gebäude an der Seite entdeckt, hinter dem ich Windschutz hatte. Ja, jetzt am nächsten Morgen ist so, als wäre nichts gewesen. Ich sehe so alle Stunde mal ein Auto. Also hier ist nichts los und wenn gerade mal kein Wind ist, ist es hier mucksmäuschenstill. Das ist echt krass. Zum Glück ist es auch noch nicht zu heiß und ja, mal schauen, wie der Rest des Tages wird. Ja, ich habe jetzt 2 Probleme. Das kleinere Problem ist, mein zweiter Fahrradständer ist jetzt kaputt. Und ja, das größere Problem ist aber wegen dem Sandsturm. Also ich glaube, es ist wegen dem Sandsturm. Irgendwie ist mein Schaltzug verdammt schwergängig, also so richtig schwergängig. Und ich schaffe es gerade noch so in den 8., 9. Gang zu schalten. Ich habe mal alles ein bisschen sauber gemacht, hat nichts geholfen. Ich fahre jetzt zur nächsten Oase, das sind noch 80 Kilometer. Ja, dann habe ich, denke ich mal, Internet und dann werde ich mal so ein bisschen recherchieren und gucken, was ich machen kann. Ja, wir werden es sehen.
Hier in Gamay hatte ich wirklich eine richtig schöne Zeit. Die Oase war der Hammer. Überall waren Dattelpalmen, die Wasserquelle war schön kühl und kleine Fische sind da drin geschwommen, die einem sogar an den Füßen geknabbert haben. Und abends nach dem Essen haben die Einheimischen auf ihren Instrumenten gespielt und dazu gesungen. Genial. Weiter Richtung Mashhad musste ich dann wirklich endlos lange Wege fahren und die Hitze hat einen ein bisschen zugesetzt und die Luftfeuchtigkeit war so gering, dass man die ganze Zeit einen trockenen Mund hatte. Aber auch hier in den kleinen Wüstenorten waren die Leute immer sehr, sehr hilfsbereit. In Mashhad habe ich dann den Heiligen Schrein besucht und es ist einfach der Wahnsinn, wie viel Gold, Spiegel und Kristalle hier verarbeitet sind. Dann war ich noch bei dieser jungen, tollen Familie hier in Mashhad. Die haben sich richtig klasse um mich gekümmert und haben mir geholfen für alle Vorbereitungen für Turkmenistan und haben mir auch noch ein bisschen was über die persische Geschichte erzählt. Leider hatte ich aber auch nicht viel Zeit und habe mich wieder auf den Weg nach Turkmenistan gemacht und der junge Shayan von der Familie hat mir noch ein kleines Abschiedsgeschenk gegeben, und zwar dieses rote Hemd, was ich hier auch im Video anhabe, und da habe ich mich super gefreut. Und ich wusste, dass der halt Geldscheine aus aller Welt sammelt und davon hatte ich ja genug und habe ihm dann alle gegeben, die ich noch übrig hatte. Das Transitvisum für Turkmenistan hat nochmal $55 gekostet und die nehmen auch wirklich nur neue Scheine. Und dann habe ich mich aber damit auf den Weg zur Grenze gemacht. Zum Schluss könnt ihr mir noch helfen. Welche 3 Songs würdet ihr mit auf so eine Reise nehmen? Ich kann nämlich meine Playliste einfach nicht mehr hören. Bitte schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ja, ich würde mich einfach freuen. Aber bitte keine Helene.